Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, in dem ich euch meine kleine Bahnhofsbastelei vorstellen möchte. Hier habe ich aus dem ehemaligen Bahnhof Neudorf den Bahnhof Portemonnaie gemacht, frei nach dem Film Die Tiefseetaucher mit Bill Murray. Das hat mir damals so gut gefallen, dass ich das unbedingt auf meine Anlage haben wollte. Passend dazu noch ein kleines Stellwerk nebendran gebastelt, das Ganze auf eine Platte gesetzt, damit ich das austauschen kann, falls ich mich mal irgendwann dran satt gesehen habe. So, hier die beiden Gebäude bei der ersten Stellprobe, ob das Ganze auch so hinkommt. Die Bodenplatte von dem Bahnhof war ziemlich verzogen. Das habe ich versucht auszugleichen, ist mir im Endeffekt nicht ganz perfekt gelungen. Auf der rechten Seite ist es ein bisschen höher, sodass der Anschluss, der irgendwann drankommt, dann halt auch erhöht sein muss. Im Endeffekt wird es aber nicht weiter auffallen. Die Lampen für das Gebäude kommen aus dem 3D-Drucker. Ich habe versucht, mich an die Originallampe zu halten, die an einer Stelle noch montiert war. Und ich denke, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Hier der Bahnhof bei der ersten Beleuchtungsprobe, damit ich sicher bin, dass die ganzen LEDs auch funktionieren, bevor ich es eingebaut habe. Hier haben wir dann die nächste Stellprobe. Da sind die Lampen schon montiert und das Stellwerk ist schon komplett neu überarbeitet. Aber ich muss erst wieder sicher sein, bevor ich es verklebe, dass das auch alles wirklich passt. Hier habe ich dann noch zwischendurch ein paar Figuren bemalt. Hatte eigentlich die Idee, so 20 Figuren draufzusetzen. Ein paar alte gibt es noch, die neuen sollten dann dazukommen. Aber ich habe im Endeffekt für jede Figur fast 25 Minuten gebraucht, sodass ich das erstmal auf eine kleine Anzahl beschränke. Und wenn mir mal vollkommen langweilig ist, dann werde ich welche nacharbeiten. Versprochen. Jetzt ist schon soweit, dass wir den Bahnsteig komplett gepinselt haben, sodass die Einzelteile nicht mehr auffallen. Dann sieht das schon mal ein bisschen aus wie aus einem Guss. Und die anderen Teile kommen gleich dazu. Das fertige Stellwerk hier in groß. Die kleinen Mauerteile kommen aus dem 3D-Drucker. Waren ziemlich löchrig in der Mitte. Nachdem sie aber angemalt sind und mit ein bisschen Grünzeug verschönert, fällt das nicht weiter auf und ich werde sie einfach so lassen. Hier der Bahnhof von der rechten Seite, schon mit dem neuen Namensschild versehen und komplett dekoriert. Am rechten Bildrand der Anschluss wird irgendwann mit einem Bahnsteig verlängert und die Mauer obendrauf ist nur provisorisch, kann ich jederzeit dann wieder wegnehmen. Und hier der Bahnhof von der linken Ansicht. Hier der Bahnhof von der rechten Seite. Die Nachtstimmung, alle Lampen eingeschaltet, alle Lampen funktionieren. Meistens fällt mir nämlich irgendeine LED dann aus, wenn ich es eingebaut habe und ich muss es korrigieren. Das hat aber diesmal zum Glück beim ersten Mal komplett funktioniert. So, hier das Stellwerk auch in der Abendstimmung. Das haben wir auch von außen mit einer Lampe versehen. Innen drin ist es nicht ganz so hell beleuchtet, aber das würde den Fahrdienstleiter bei seiner Arbeit ja nur blenden. Deswegen ist das, glaube ich, so ganz okay. Beim nächsten Mal werde ich die LED einfach höher setzen. So, das Ganze hier nochmal in der Großaufnahme. Ich denke, das harmoniert ganz gut. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Die ganze Bastelei dann hier nochmal im Fahrbetrieb. Bei Gelegenheit werde ich dann nochmal ein paar weitere Figuren draufsetzen, vielleicht noch ein paar kleine Büsche oder ähnliches anbringen, um es noch detaillierter zu machen. Die nächsten Stufen sind dann vorne wahrscheinlich ein Bahnsteig und eine Fußgängerbrücke und die Beleuchtung dann noch für das Ganze. So, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Demnächst gibt es wieder mehr und bis gleich.